Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Innerwald. Hinter mir, da gehen wir jetzt dann gleich auf, und zwar Richtung Zinnenberg. Auf der anderen Seite, jetzt hinter mir, kann man Richtung Altkaiseralm, Spitzstorhaus, Spitzstorn aufgehen. Da kommt man dann an der Tristmalenalm raus. Die Tour werde ich vielleicht mit dem Andi heuer noch gehen, von Radlweidl. Kommt man ab da starten praktisch und dann den Nordwandsteig mal aufgehen. Haben wir uns miteinander vorgenommen, mal schauen, wann es klappt. Und jetzt würde ich sagen, geht's auf Richtung Zinnenberg. Grob gesagt, gehen wir hinter der Lerchen vor uns, die ist schon so schön hellgrün ausreicht, hinauf und dann später nach dem Zinnenberg das Stückel da oben rüber. Da drüben am Parkplatz Hurm sieht man auch schon einen Haufen Autos stehen. Da geht es heute in Massen wahrscheinlich zur Brenner Hütten auf. Ich denke, da haben wir es da herum heute ruhiger. Da lohnt sich auch ein bisschen hinschauen. Wenn einmal alles grün ist, dann sieht man den Steig da rein, oft ganz schwach. Also wir sind kurz nach dem Gatter und müssen schon links in den schmalen Steig rein. Wir überqueren da gerade einen Steig. Die Geschichten, die findet ihr ja wie immer in Touren von Rucksacktaxi. Der QR-Code, den ich immer am Anfang vom Video einblende. Also meine Liste, in der alle Daten zum Finden sind. Auch oft einmal was zum Thema Naturschutz, Einkehrmöglichkeiten, und weil wir gerade bei Naturschutz sind, es ist schon außergewöhnlich. Normal gebe ich immer an, wie lange es nicht mehr geregnet haben soll, dass man so einen Steig vernünftig gehen kann. Jetzt ist es fast umgekehrt. Es ist so trocken darauf, dass man eher auf dem trockenen Buchenlaub rutscht, und zwar weil es so trocken ist. Da kann man vielleicht auch an der Stelle mal erinnern an die Waldbrandgefahr. Ich glaube, da darf man bei uns einmal richtig aufpassen. Auch jetzt schon. Weil es halt im Frühjahr viel zu wenig geregnet hat. Und Schneereserven, die am Berg von oben feucht halten, haben wir ja auch nicht. Auch rechts von uns hat es einen Haufen Buchen umgelegt mit dem Sturm. Wir sind jetzt mit unserem Steig gar nicht so betroffen davon. Allerdings gingen da jetzt ursprünglich da so links und über die freie Fläche hinauf. Da sind aber ein Haufen Baumstümpfe. Und da ist fast gescheiter, wir halten uns jetzt ein bisschen weiter rechts, müssen aber dann natürlich tendenziell links rüber. Kein Wunder, dass da ein Bankerl steht.
ich habe heute gemeint, kurze Hosen war schon angesagt. Ihr habt es gesehen, ich bin heute einmal mit Ärmlingen und Beinlingen unterwegs, so dass man nicht die große Umkleidung machen muss, sondern da kann man die Beinlinge extra ausziehen und schon ist die kurze Hosen fertig. Und an die Arme ist es genauso. Habe ich schon mal als Idee vorgestellt, heute bewährt sich das gut, weil es geht ein leichtes Lüfterl und da ist es gleich ein bisschen frischer an manchen Stellen. Es tut sich einmal der Blick auf den Chiemsee auf. Und vor uns, ganz genau, kann ich es von da nicht definieren, unser Ziel, der Zinnenberg. So auf 1450 Meter sehen wir auf die Bleikner Wand oder Bleikner Wind. Jetzt ist mir doch gerade was passiert. Da rockt sich mein Kraxen ganz komisch. Ist mir die zentrale Schraube abgebrochen, mit der mein Hüftgurt befestigt ist. Der ist ja drehbar, damit es noch bequemer zum Tragen ist. Und tatsächlich habe ich jetzt das zweite Mal in 3 Jahren, glaube ich, die Schrauben austauschen müssen. War natürlich kein Problem. Wenn man es selber gebaut hat, ist das gleich gemacht. Und jetzt rendiert es auch schon, dass wir nach vorn schauen. Da wird es schon flacher. Wir kommen jetzt gerade, ja, so mehr oder weniger ober die Bleikner Wind. Gehen wir jetzt rechts rüber, halten uns auch alle rechts. Auch da herum drückt es die Krokus raus. Noch ein paar Schneefelder, über die ich doch noch drüber habe müssen jetzt. Ist aber kein Problem, weil auf dem trockenen Gras sind die Schuhe gleich wieder trocken. Die saugen das alles wieder ab. Kommen wir her zum Zinnenberg. Ich bin heute wirklich ganz allein herum. Und das, obwohl erst ab 3 Nachmittag erst die Schauer angesagt sind. Das ist ein kleines Eisenkreuz. Genauso wie gegenüber auf dem Klausenberg. Da waren wir ja auch schon da sind wir in dem Tal vor uns raufgegangen.
Auch wenn am Zinnenberg ein gemütliches Bankerl da ist, auch mit einer schönen Aussicht auf den Chiemsee, ist mir jetzt zum Brotzeitmachen der Wind zu stark. Da pfeift es doch ein bisschen her und da ist es nicht so angenehm zum Sitzen. Ich steige jetzt nicht ganz genau so ab, wie ich raufgegangen bin, sondern ich halte mich erst einmal ziemlich genau westlich, so an die Latschen entlang runter, dann triff ich auf den Steig, der von der Klausenhütten rüber führt bis zum Spitzstor. Also werde ich mich jetzt ein bisschen windgeschützt wo sitzen und die Aussicht Richtung Westen auch noch eine Zeit lang genießen. Wir treffen gerade auf den Steig, der von der Klausen rüberkommt. Geht es jetzt für uns natürlich links weiter. Die Markierungen sind zwar schon ein bisschen schwach zum Sehen, aber sieht man dann wieder, da vorne ist einmal ein Stammhandel mit einem Stecker drin und da geht es jetzt in einem Bogen wieder in die Richtung zurück, wo wir rauf sind. Wir kommen da gerade an der Feichtenalm vorbei. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass da der Kamin nicht raucht. Die sind normal fleißig herum. Ja, jetzt bin ich an dem Schüttel, wo es nur mehr einen Abstecher nach Innerwald runtergeht. Ich habe jetzt gerade mit einem geredet, der ist genau da raufgegangen. Und er hat mir gesagt, nein, es ist gut zum Raufgehen gewesen. Ein paar Schneefelder haben drin, aber nicht sonderlich tief, dass wir jetzt mal stapfen müssen. Jetzt habe ich mich gerade entschieden, dass ich doch da absteige. Ich komme ja dann auf die Strecken, die auch über die Brandlbergalm runterkommen. Nur an der Brandlbergalm komme ich nicht vorbei. Da müsst ihr jetzt noch ein Stückchen weitergehen Richtung Spitzstor. Da tue ich euch einmal ein Video rein, die Strecken habe ich schon mal aufgenommen. Und ich gehe jetzt einmal da runter, weil den Steig habe ich auch noch nicht aufgenommen. Und weil es wieder eben nicht aufreißt, sondern auf 3 Jahre schlechter werden soll. Und ich habe das Gefühl, das passiert ein bisschen eher heute. Also nehme ich heute die Abkürzung außerplanmäßig und gehe nicht so, wie ich es eigentlich vorgehabt habe. Man muss auch gut aufpassen da runter. Die Markierungen leiten wir uns erst einmal links rüber und ich bin jetzt sogar auch ein kleines bisschen zu weit links unterwegs gewesen. Natürlich schaut man wieder mal in die Karten und sieht, hoppala, also rechts halten und schon bin ich wieder richtig. Das ist gerade herum, geht jetzt einmal der Markierung nach ziemlich weit links rüber. Man muss aber dann schauen, dass man früher noch die Kurven kriegt. Und da ist es jetzt eben wieder eindeutig erkennbar. Und die roten Punkte, wenn auch ein bisschen abgenutzt und verbraucht, tauchen wieder regelmäßig auf.
Das ist jetzt eins von den Schneefeldern, die er angekündigt hat. Nicht einmal ein paar so Meter, sag ich mal, wo man jetzt da über Schnee geht. Aber viel ist es nicht mehr. Und ich schätze, lang liegt der auch nicht mehr. Fast dasselbe in Grün, wie wir hinten aufgegangen sind. Also Schwierigkeit ist auch T2. Das ist wirklich auch schön zum Runtergehen. Das Thema ist halt überall das gleiche. Es ist alles extremst trocken. Was jetzt einerseits ganz gut ist, aber wie ich schon erwähnt habe, denkt ein bisschen an die Waldbrandgefahr. Die darf zurzeit ziemlich hoch sein. Wir kommen gerade wieder knapp unterhalb der Brandlberg Alm kommen wir raus. Und jetzt sind wir wieder auf der Runden, wie ich es geplant habe. Der Abkürzer darüber war jetzt schon teilweise ein bisschen verwegen, möchte ich mal sagen. Aber es ist wirklich gut gemacht worden. Die Baum haben es zur Dritte eingeschnitten. Ihr habt es teilweise vielleicht sogar ein bisschen gesehen auf die Beutel und ich denke, man kann da schon runtergehen. Aber Trittsicherheit ist absolut notwendig. Also wer sich da nicht wohlfühlt, soll jetzt dann doch lieber bleiben lassen und entweder über die Brandlbergalm rübergehen, also ein Stück Richtung Spitz da weiter, oder naja, es gibt ja nur andere Berge, da wo man sowas nicht drin hat. Der Abstieg von der Brandlbergalm ist wirklich einfach und man ist halt sehr schnell unten. Also, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn es irgendwo haarig wird dass ein Wetterumschwung kommt oder vielleicht sogar schweres Gewitter, dass man vielleicht mit Hagel rechnen muss, dann ist der Weg da runter wie gemacht, weil das darf halt wahrscheinlich der schnellste Abstieg nach Innerwald runter sein. Steil ist er schon, aber durch das, dass meistens so wie so eine schmale Straße ausgebaut ist, kann man wirklich sehr gut und schnell absteigen. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacttaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.